Ja, wo wir auch schon beim Thema wären, also ich habe hier den Fiotech FY41 Lite verbaut. Ist wahrscheinlich nicht das Beste auf dem Markt mit den besten oder meisten Funktionen, aber ich glaube fürs Geld macht er das ganz gut, was er kann. Also er kann auf jeden Fall Return to Home, hat halt GPS on Board natürlich, kommt sogar serienmäßig mit einem Pitot-Sensor, den habe ich jetzt hier angebracht. Das ist noch nicht so die optimale Position, aber ja, also damit misst man dann die relative Luftgeschwindigkeit, die über den Flügel geht. Das ist vor allem ganz cool, wenn man mit ein bisschen Wind fliegt, dann sieht man sofort, ob man Gegenwind hat oder Rückenwind und ja, ist dann, man kommt nicht so schnell an den Strömungsabriss, sage ich mal, wenn man den Autopilot auf ziemlich langsame Geschwindigkeit eingeregelt hat. Ja, also jetzt den FY41 in dem Detail zu erklären, muss ich glaube ich nicht, da gibt es schon genug Videos. Ja, ansonsten die nächste Option, die ich da genommen hätte, wäre wahrscheinlich der EagleTree Vector gewesen oder MyFlyDream. Die sind wahrscheinlich noch einen Ticken besser, die unterstützen dann noch sowas wie einen Antennentracker, was man sich schon manchmal wünscht. Aber naja, im Moment reicht es noch so. Gehen wir ansonsten am besten mal einfach von hinten nach vorne durch. Also Antrieb. Viele fliegen im Internet zumindest den Sunny Sky 2216 mit 1250 kV Motor mit einer 8x6 Schraube. Aber viele haben eben gesagt, dass das dann, wenn man mehr als 5200 mAh Akkus fliegen will, schon schwer zu starten ist. Zumindest per Handstart. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, ein bisschen einen stärkeren Antrieb zu verbauen. Das ist jetzt hier ein Turnigy 3536 mit einer 10x6 Schraube. Ich bin noch am Testen, ob eine 9x6 vielleicht nicht doch sogar effizienter läuft. Da wechsle ich immer mal wieder hin und her. Im Moment bin ich jetzt auf der 10x6. Das läuft eigentlich ziemlich solide. Als ESC habe ich einen total unterforderten Turnigy Plush im Moment drin. 60 Ampere, also da reicht auch viel weniger. 40 Ampere tut's dicke. Ja, ansonsten bin ich mit dem Antrieb sehr zufrieden. Also selbst wenn ich zwei 5200er Akkus reinstecke, das kann ich auch gleich mal zeigen, wie die reinpassen, startet das Ding eigentlich relativ gut. Ja, und mit einem 5200er zieht es eigentlich direkt aus der Hand raus. Das ist also Handstart gar kein Problem. Dann kommen wir zu den Servos. Da habe ich auf auch Anraten aus dem Internet, so aus vielen Foren und Gruppen und was es da auch immer gibt. Ich war auf der Suche nach preis-leistungsmäßig guten Servos und viele haben halt eben die hier empfohlen. Das sind die Emax oder auch AGM gelabelt, ES08MA2. Die sind ganz okay, sind solide Analog-Servos mit Metallgetriebe, haben mich bisher noch nicht im Stich gelassen, sind wahrscheinlich nicht die schnellsten auf der Welt, aber sind eben solide. Metallgetriebe stellen gut zurück. Ja, also für das, was man hier macht, auf so eine Art von Flügel reicht das auf jeden Fall. Also die habe ich überall verbaut, hinten am V-Tail sowie auch an den Flächen. Steuerung fliege ich ein Crossfire-System, was ich ziemlich gut finde. Also ich bin zwar noch kein anderes geflogen, aber das ist eigentlich Plug and Play und dynamische Powerregelung und ja, lauter coole und hippe Sachen. Man hat sogar jetzt Telemetrie auf der Taranis mittlerweile. Das heißt, man kann sich auf der Taranis ansagen lassen, wie die Signalstärke ist von der Funkverbindung. Ja, also da bleiben kaum Wünsche offen, glaube ich, und es kommen auch dauernd neue Updates. Ja, ich glaube, das unterscheidet das im Vergleich zu jetzt so oldschooligen Systemen wie Shera oder Easy UAF. Genau. Ja, ansonsten für die Videoverbindung fliege ich ein 2,4 GHz System
Die Frequenz ist jetzt ja dadurch frei geworden, dass ich UHF fliege und nicht normales 2,4 GHz Funksystem. Ja, da fliege ich einen Immersion RC Sender und einen Lawmate Empfänger. Das Ganze hier mit Antennen von Laro. Die gibt es zwar nicht bei Laro im Shop, aber ja, einfach mal den Lars direkt anschreiben und dann baut er die guten Dinger für einen. Was mir dabei noch einfällt, auch ganz wichtig, ich habe hier eine redundante Stromversorgung für die Servos. Sieht man in dem Licht jetzt schlecht. Jetzt sieht man es besser. Also das sind Schottky-Dioden. Da ist eine, hier ist die andere. Und das erlaubt es eben, dass man zwei serielle Backs zusammen an die Stromversorgung schaltet von den Servos. Und das heißt jetzt, wenn ein BEC ausfällt, dann übernimmt der andere quasi die Arbeit. Ja, und so hat man eigentlich immer die Sicherheit, selbst wenn irgendwie der ESC durchbrennt und komplett kaputt geht, wie es mir einmal passiert ist, dann kann man trotzdem noch runtergleiten und hat wenigstens noch die Kontrolle, wo man dann, auf welches Feld man runtergleitet sozusagen. So, jetzt wollte ich noch zeigen, wie das mit den Akkus aussieht. Also ich fliege hier diese 5200er Multistars. Die sind eigentlich schön günstig. Momentan gab es die für um die 20 € bei Hobby King. Ja, niedrige C-Rate natürlich, aber für so einen Flieger hier reicht das dicke, also 10 C, das heißt Dauerstrom müssten da 52 Ampere rauskommen. Das habe ich mit dem Setup auf keinen Fall. Also ich fliege, ich sag mal im Wanderbetrieb, wenn er so 55 bis 60 km/h relative Luftgeschwindigkeit fliegt, dann ja, so ungefähr 6 Ampere. Und wenn man mal Gas geben muss zum Steigen oder wenn man schneller irgendwie fliegen will, dann, ich glaube, Maximum vielleicht mal 25, 30 Ampere, aber mehr braucht es da nicht. So, ich habe mir das Ganze jetzt hier so zusammengebaut, dass ich einen oder auch zwei Akkus fliegen kann, je nachdem, wie ich da Lust drauf habe. Hier sieht man, habe ich die zwei XT60 Anschlüsse. Im Prinzip, wenn man jetzt mit einem Akku fliegt, das kommt natürlich auch darauf an, was ihr an Pen-Tilt drauf habt und so weiter. Also wenn ihr einen leichten Motor fliegt und vorne nur die Kamera drauf habt, dann müsst ihr den Akku wahrscheinlich komplett bis vorne zum Anschlag durchschieben. Das sieht dann ungefähr so aus. Bei mir sieht es eben so aus, dass ich mir hier so Markierungen gemacht habe. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich mit einem Akku fliege, dann muss der ungefähr hier hin. Ja, also es ist im Moment auch noch so ein bisschen die Erprobungsphase, was am besten funktioniert. Irgendwann mache ich da auch noch Lipo-Straps rein. Im Moment geht es mit dem Klettband sehr gut. Da ist hat sich noch nie irgendwas gelockert während dem Fliegen. Ja, das passt schon so. Ja, und wenn ich zwei Akkus reinmache, dann kann man den anderen Akku hier hinnehmen und dann oben noch ein bisschen weiter reinschieben. So, und jetzt hat man quasi zwei 5200er hier drin und muss mit seinem Schwerpunkt natürlich gucken. Ja, bei mir wäre das jetzt wahrscheinlich irgendwie sowas in der Richtung und dann würde der Schwerpunkt passen. Ja, und so hat man 10 Ampere-Stunden dann an Bord. Das wäre dann bei mir mit dem schweren Pen und Tilt und so weiter so knapp unter 2 Kilo Abfluggewicht, aber ja, der Minitel steckt das eigentlich locker weg, also es fliegt sich dann immer noch ganz okay. Ja, und mit einer Amperestunde ist man natürlich schön lange in der Luft, also locker über eine Stunde würde ich sagen. Und wenn man ganz sparsam fliegt, dann mit Sicherheit so eine Stunde 15, Stunde 20 Minuten, sowas in der Richtung.